4 Uhr morgens in Eckernförde, es ist kalt, nass, es regnet, es ist dunkel. Ich mache mich jetzt trotzdem auf den Weg zurück nach Wismar. Irgendwie muss ich ja wieder nach Hause kommen. Mal schauen, wie lange ich diesmal brauche. So, wir sind nun am Ausgang der Eckernförder Bucht. Wir laufen so zwischen 5 und 5,5 Knoten, haben einen wunderschönen Halbwindkurs. Wind jetzt erstmal aus Süd, soll nachher noch ein bisschen drehen auf so Süd-Südwest, was für Wismar etwas praktischer wäre. Könnte heute ein bisschen Kampfsegeln werden, viel Wind aus gar nicht mal so einer optimalen Richtung, aber dafür gibt es vielleicht die ein oder andere actiongeladene Aufnahme. Das ist nach den Leichtwindtagen jetzt die Woche vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Ich freue mich drauf, es wird großartig. Wir haben einen schönen Sonnenaufgang gehabt über die Kieler Bucht und segeln jetzt dort hinein. Gerade mal ein kleines Stück unter Motor, der Wind ist komplett eingeschlafen. Wir haben immer noch Dünungen, die man so ein bisschen an den Schiffsbewegungen sieht. Ja, das da können an uns vorbeiziehen, das ist jetzt eine Glückssache. Ja, die letzten Tage hatten wir immer gutes Wetter. Jetzt sehen man sich das hinter mir mal bitte an. Ich glaube, ich werde jetzt nass. Naja, kann man nichts anmachen. Ja, so mehr oder weniger nass. Der Wind ist natürlich auch schon wieder weg. Wir treiben langsam aber sicher auf die Brücke zu, aber solange es bei Regen bleibt und da kein Gewitter draus entsteht, ist alles in Ordnung, denke ich. Das Segeln war mal wieder eher von kurzer Dauer. Der Wind ist tatsächlich nach einer guten Dreiviertelstunde schön unter Segeln wieder komplett eingeschlafen. Jetzt geht es unter Motor weiter. Hier oben passiert mich gerade die Fehmarn-Sundbrücke, beziehungsweise ich passiere sie. Andersrum wäre seltsam. Jetzt geht es auf jeden Fall in die Windstille der Mecklenburger Bucht und ich hoffe doch sehr, dass wir heute Nacht irgendwann nochmal Wind bekommen. Über Wismar ist gerade ein richtiges schönes Unwetter mit Gewitter, 6 bis 7 Windstärken. Ich bin da ein bisschen neidisch, zumindest auf den Windanteil. Ich hoffe, dass auch wir so ein bisschen was davon zumindest abkriegen. Wir haben endlich wieder Wind, davon nicht zu wenig, leider ein bisschen aus der falschen Richtung. Das heißt, ich muss nachher wieder kreuzen. Der Wind kommt genau aus Richtung Wismar. Wenn der Wind nicht drehen sollte, wird das auf jeden Fall eine lange, fordernde und spannende Nacht. Mal schauen, wie lange wir noch brauchen und wie viel Wind es wird. Über Wismar war es ja 6 bis 7 Windstärken, jetzt sind hier so, ja, sagen wir mal 3. Ich mache euch jetzt erstmal auf und setze die Segel. So, wir laufen jetzt ein bisschen zu hoch fast schon. Fock und Großsegel stehen nicht mehr ganz so perfekt.
Wir machen ein bisschen weniger Geschwindigkeit, dafür mehr Höhe und ich glaube, darauf kommt es diese Nacht vor allem auch an, dass wir hier nicht unendlich viele Kreuzschläge machen müssen. Es scheint so, als hätte ich extrem viel Glück und ich könnte einfach geradeaus so in die Wismarbucht durchfahren. Das wäre natürlich der absolute Traum. Und habe jetzt meine Alarme alle einmal eingeschaltet und werde jetzt mal wieder meinen Schlafrhythmus beginnen. 20 Minuten schlafen, rausgucken, 20 Minuten schlafen. Ihr kennt das. Ich hatte heute schon mal den Begriff des Kampfsegelns benutzt. Ja, wir sind jetzt um 23 Uhr auf dem besten Weg dahin. Zweites Ref, gut Spritzwasser, wir fahren immer noch so 4,5 Knoten. Schöner Armwindkurs, die Windrichtung passt auf jeden Fall. Überqueren jetzt nochmal eine Fährlinie, da hinten kommt schon mal hier eine. Mal gucken, was er macht, ob ich auch ausweichen muss, aber ich glaube es passt. Wir sind ja doch relativ schnell unterwegs und dann nähern wir uns so relativ fix der Wismarbucht. So, ich habe mal ein bisschen Fahrt rausgenommen, strahle gerade hier fröhlich mein Segel an, damit man mich ein bisschen besser sieht. Da vorne geht gerade die Fähre durch. Ich weiß, im Weitwinkel sieht das immer sehr weit weg aus, aber die Distanz ist tatsächlich sehr schwer einzuschätzen. Ich würde mal so auf 400-500 Meter tippen, vielleicht 600, keine Ahnung, wer weiß. Ja, es ist auf jeden Fall immer wieder ein bisschen gruselig und beeindruckend, wenn so ein großes Schiff dann nachts an einem vorbeizieht. Die haben halt gerade auch den ganzen Spaß, die sehen halt ganz genau, dass sie gut an mir vorbeikommen. Ich muss das alles optisch ausfahren und quasi darauf vertrauen, dass sie da keinen Unsinn machen. Deswegen lieber einmal auf Nummer sicher gehen, aber das hat ja wunderbar gepasst. Der ist weit vor mir durchgegangen. Schön anzugucken. Knapp 22 Stunden und 82 Seemeilen später hat der ganze Spuk dann auch wieder ein Ende. Ich liege vor Anker in der Wismarbucht, meine Box bei Nacht anfahren. Das ist keine gute Idee, sage ich mal. Liege hier leider ein bisschen ungeschützt. Allerdings dafür auf einer der ganz wenigen Sandbänke, die es hier gibt. Mein Anker hält hoffentlich sehr gut. Ankeralarm ist ein, das Ding ist top eingefahren. Ja, es gibt genau eine Windrichtung, da findet man in dieser Bucht eigentlich nichts, wo man gut geschützt liegen kann, und die haben wir natürlich jetzt. War ja wieder klar, und ja, ich lasse mich davon jetzt gleich ein bisschen in den Schlaf wiegen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dass ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid, wenn ich hier ein bisschen Schlafentzug habe und fürs Zeug rede und dabei so ein bisschen noch aus dem Boden mache. Ja. Bis denn.